Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier auf dem Subject YouTube-Kanal. Heute wird es für alle interessant, die auf ihrem Subject gerne ein Echolot oder weiteres Zubehör montieren wollen, denn wir schauen uns gemeinsam das Schienensystem an. Direkt nach dem Intro geht es auch schon los. Ja, dann schauen wir uns doch gemeinsam mal das Schienensystem an. Also wie man hier schon sehen kann, ist das Schienensystem hier einmal montiert, dass ihr sehen könnt, wie sowas aussehen kann. Die Frage ist erstmal, was brauche ich, damit ich dieses Schienensystem überhaupt montieren kann? Und da ist ganz einfach, wenn du einen Subject Pro Angler hast oder einen Subject Comfort, dann ist die Sitzerhöhung bereits bei dir mit dem Lieferumfang enthalten und die wird benötigt, um das Schienensystem zu montieren. Wenn du das Subject Basic hast, dann hast du diese Sitzerhöhung leider noch nicht. Dann müsstest du die noch mit dazu bestellen, damit du dein Schienensystem montieren kannst. Das ist ganz einfach, der Grund ist ganz einfach, denn das Schienensystem muss auf die Sitzerhöhung oben auf die Auflagefläche montiert werden, damit die Schienen auch über die Bordwand drüber hinausragen, also von der Höhe her. Ansonsten würden sie dagegen stoßen, deswegen wird die Sitzerhöhung benötigt. Allgemein stellt sich vielleicht die Frage, wofür brauche ich so ein Schienensystem überhaupt? Und das ist auch, wie man hier sieht, relativ eindeutig. Wenn man mit dem Echolot angeln möchte, dann wird ein Schienensystem benötigt, weil man mit der Geberstange über die Bordwand hinaus muss, damit man mit dem Geber in das Wasser hineinkommt. Deswegen, also jeder, der ein Subject hat und mit dem Echolot angeln möchte, ist mit dem Schienensystem hier auf einem sehr guten Weg. Ansonsten lässt sich sagen, jeder, der noch mehr Zubehör an seinen Subject montieren möchte, man hat ja bereits hier die Grundschiene in jedem Subject, ob Subject Basic, Comfort oder Pro Angler, ist diese Schiene ja bereits enthalten, damit man die Sitzerhöhung, also den Sitz allgemein einstellen kann. Und an dieser Schiene können ebenfalls schon Getränkehalter, Rutenhalter oder sämtliches Zubehör montiert werden. Wer das Ganze aber gerne erweitern möchte, für den ist dieses Schienensystem auch ideal geeignet. Hier zum Beispiel ist hinten nochmal ein Rutenhalter montiert, wo einfach nur der Kescher eingesteckt wird. In dem Beispiel kann man auch nochmal auf ein anderes Zubehör eingehen. Hier ist eine Leine dran, die ist an dem Kescher befestigt, aus gutem Grund. Wir haben da bereits schon Erfahrung. So ein Kescher geht schnell mal über Bord und verschwindet dann ins Nimmerwiedersehen. Und in dem Fall kann man einfach an dem Seil ziehen und holt den Kescher wieder zurück. Für sowas ist das sehr praktisch. Oder wie auf der anderen Seite sieht man, ist eine Routenablagerung. Hier ist noch ein Geber montiert, ein Echolot ist montiert. Also es gibt sämtliche Montagemöglichkeiten, so ein Schienensystem zu benutzen. Dazu ist zu sagen, dass man das Ganze sehr individuell nutzen kann. Man kann zusätzlich mit der Flex irgendwie Teile abschneiden, wenn das zu lang ist, oder das weiter nach rechts oder nach links bauen. Bei uns im Online-Shop erhaltet ihr die Schienen auch als Meterware. Dann könnt ihr euch nochmal ein paar Schienen mit einfach anmontieren. Wenn ihr sagt, ihr wollt hier drüben, haben wir bereits ein paar Kunden schon gesehen von uns, die haben die Angelrouten in der Waagerechte mit aufgebaut. Also es gibt individuell 1000 Möglichkeiten, hier noch Sachen zu montieren. Jetzt geht es um die Wichtigkeit, warum ist das ganze Schienensystem so, wie es denn jetzt hier ist. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich das Subject im Allgemeinen erklärt habe, bin ich schon darauf eingegangen, dass es bei uns ganz besonders ist, dass wir den Aufbau, den Sitz sowie jedes Zubehör an dem Grundkörper, dem Subject, montiert haben. Der Hintergrund ist dabei, dass das Sub an sich, das ist dieses Mittelteil, den größten Druck hat und bretthart ist. Das ist unsere Basis, worauf wir aufbauen. Wir bauen nicht hier außen auf, weil das viel zu wackelig ist. Einige Sachen wie so ein Echolot hier zum Beispiel bekommt da viel zu viel Eigendynamik, wenn man auf dem Wasser ist. Das war unsere Erfahrung. Deswegen ist alles auf diesen Schienen montiert. Also hier haben wir die Schiene an dem Sub, die Sitzerhöhung und dann kommt bereits schon das Schienensystem, wo alles an Montage drauf montiert ist. Also eine mega Stabilität dadurch ist gegeben und eine nächste Besonderheit ist, man hat sich hier diese riesigen Aufbauten aufgebaut, eingestellt, stundenlang, minutenlang, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr aufwendig, sich das so zurechtzubauen, wie man das gerne hätte. Und wenn ich jetzt den Angeltag beende, dann möchte ich ja nicht mein ganzes Zubehör wieder abbauen, in meine Tasche packen und nächstes Mal, wenn ich ins Wasser komme, wieder erneut alles aufbauen und einstellen. Da haben wir einen viel zu hohen Zeitverlust. Das war uns extrem wichtig, dass wir sagen, so wenig Zeit wie möglich und so viel Zeit zum Angeln wie möglich. Und hier kommt die Besonderheit. Hier ist alles eingestellt, so wie ich es brauche. Jetzt löse ich diese 4 Schrauben, die Grundschiene vom Sub und kann quasi die Grundschiene mit meiner bereits Sitzeinstellung, mit dem Sitz und der Zusatzschiene, also dem Schienensystem, komplett abheben. Ich habe dann ein ganzes fertig montiertes
Paket einfach, was ich so in den Kofferraum machen kann. Nächstes Mal, wenn ich wieder ans Wasser komme, hole ich mein komplettes Paket aus dem Kofferraum, stecke das hier einfach auf das Sub in diese Schienenhalterung ein, mache die 4 Schrauben wieder rein und schon bin ich fertig. Alle Einstellungen vom letzten Mal sind die gleichen, ich brauche nichts neu einstellen, ich gehe aufs Wasser, habe meinen Spaß und alles ist super. Wir benutzen das so schon seit mehreren Jahren, ist schon im Einsatz und es ist einfach mega. Es ist so eine Zeitersparnis, macht richtig viel Spaß. Und genau, ich würde sagen, dann schauen wir uns jetzt nochmal den Lieferumfang an. Also wie man hier sehen kann, ich habe hier mal 2 Schienen einfach mal mit dazugelegt. Das sind jetzt in dem Fall die äußeren sind das. Genau, das sind die äußeren beiden, die sind ein bisschen kürzer und die in der Mitte sind ein bisschen länger. Die haben eine vorgegebene Länge, einfach, dass man drüber hinauskommt, dass man rechts und links noch mal ein bisschen Spiel hat. Und die sind bereits schon vorgefertigt, bedeutet, die sind schon Langlöcher drin, die Bohrungen allgemein sind vorbereitet. Ihr braucht da nichts mehr bohren, nichts mehr schneiden, einfach aufschrauben, los geht's. Wo wir zum Thema Schrauben kommen, hier sind natürlich längere Schrauben dabei, denn die originalen Schrauben der Sitzerhöhung, die könnt ihr nicht mehr verwenden, weil die Schiene natürlich oben drauf kommt. Deswegen sind natürlich längere Schrauben mit dabei. Genauso sind die Muttern mit den Gewinden und den Zusatzschrauben dabei. Die benötigt ihr natürlich hier an diesen Schnittpunkten, wo die Schienen übereinander liegen, dass das natürlich ordentlich Festigkeit bekommt. Genauso sind Abdeckkappen dabei und dazu ausreichend genug, dass an diesen Stellen, die vorne offen sind, dass man sich dort nicht verletzt. Und ansonsten gibt es dazu zu sagen, ihr könnt das individuell für euch anpassen, ihr könnt das mit einer Flex nochmal kürzen, ihr könnt weitere Schienen kaufen. Ihr seid da, ich sag mal, der Fantasie ist hier keine Grenzen gesetzt, ihr könnt hier wirklich bauen, was ihr möchtet. Und ja, ansonsten denke ich mal, ist das ausreichend Info für euch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Und dann sage ich einmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like natürlich sehr freuen. Wenn du die nächsten Folgen, die wir hier schon geplant haben, nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir einfach, uns ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Ansonsten viel Erfolg auf dem Wasser. Ciao!